Lektion 1: Markensichtbarkeit. Sie haben recht. Eine benutzerfreundliche Website steigert die Markensichtbarkeit definitiv. Chef, es bietet den Besuchern ein angenehmes Erlebnis und ermutigt sie, wiederzukommen. Darüber hinaus kann eine gut gestaltete Website auch den Umsatz steigern. Hilfe. Das ultimative Ziel ist es, Besucher in Kunden zu verwandeln. Ich stelle oft fest, dass Übersichtlichkeit und einfache Navigation einen großen Unterschied machen. Chef, es ist wichtig, eine einladende Online-Umgebung für die Benutzer zu schaffen. Vielleicht sollten wir uns zur Inspiration einige erfolgreiche Website-Designs ansehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Auf die Entwicklung ansprechender Plattformen, die Kunden anzielen. Ja, mögen unsere Bemühungen zu erfolgreichen Ergebnissen für unsere Unternehmungen führen. Lektion 2: Eine himmlische Diskussion. Als Galilei verkündete, dass er an die Theorie von Kopernikus glaube, wonach sich die Erde um die Sonne drehe, waren einige Beamte ziemlich verblüfft. Ja, ich kann mir nur vorstellen, welchen Aufruhr es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und bei den religiösen Autoritäten der damaligen Zeit verursachte. In der Tat, es war eine mutige Aussage, die die langgehegten Überzeugungen der damaligen Zeit in Frage stellte. Es muss für ihn unglaublich schwierig gewesen sein, gegen einen so gewaltigen Widerstand zu seinen Überzeugungen zu stehen. Absolut. Galileo war ein wahrer Pionier auf der Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit. Vielleicht sollten wir genauer untersuchen, wie seine Entdeckungen unser Verständnis des Universums verändert haben. Das klingt nach einer faszinierenden Idee. Seine Arbeit legte den Grundstein für die moderne Astronomie. Wir feiern den Mut derjenigen, die es wagen, den Status quo in Frage zu stellen. Ja, mögen wir in unseren eigenen Bestrebungen immer nach Wissen und Wahrheit streben. Lektion 3: Duftvorlieben. Ich bevorzuge Lavendel und Vanille, sie wirken beruhigend auf mich. Diese Düfte sind wunderbar. Insbesondere Lavendel ist für seine entspannenden Eigenschaften bekannt. Ja, ich verwende oft ätherisches Lavendelöl, um nach einem langen Tag zu entspannen. Das klingt wunderbar. Ich glaube, dass Düfte unsere Stimmung und unser Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen können. Absolut. Vanille hat ein warmes und beruhigendes Aroma, das mich immer beruhigt. Ich stimme zu. Es erinnert mich daran, wie ich in den Ferien mit meiner Großmutter Plätzchen gebacken habe. Vielleicht sollten wir gemeinsam Duftkerzen oder Öldiffusoren ausprobieren. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Auf eine friedliche Atmosphäre in unseren Häusern. Ja, mögen unsere Räume mit beruhigenden Düften und Ruhe erfüllt sein. Lektion 4: Einkaufspläne. Noch nicht. Ich habe vor, verschiedene Geschäfte zu besuchen, um zu sehen, was sie im Angebot haben. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Das Ausloten verschiedener Optionen führt oft zu besseren Entscheidungen. In der Tat, ich möchte sicherstellen, dass ich die besten Angebote und Qualitätsartikel für meine Bedürfnisse finde. Auf jeden Fall. Vielleicht könnten wir einen Tag daraus machen und gemeinsam einkaufen gehen. Das ist eine tolle Idee. Es macht mehr Spaß, beim Stöbern Gesellschaft zu haben. Teff. Außerdem können wir uns gegenseitig Meinungen darüber geben, was gut aussieht.
Lassen Sie uns vor unserer Abreise eine Liste der Geschäfte erstellen, die wir besuchen möchten. Auf ein erfolgreiches Einkaufserlebnis voller Spaß und toller Fundstücke. Ja, möge unser Tag produktiv und angenehm sein. Lektion 5: Fernbedienungssuche. Übrigens, haben Sie die Fernbedienung gesehen? Ja, ich habe es heute früh auf dem Kuchtisch liegen lassen. Das erklärt, warum ich es nicht finden konnte. Ich habe überall gesucht. Ich verstehe. Er scheint sich immer an den offensichtlichsten Orten zu verstecken, nicht wahr? Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir in Zukunft einen eigenen Platz dafür einrichten. Das ist eine brillante Idee. Sie würde uns Zeit und Frust ersparen. Machen wir es uns zur Gewohnheit, es nach Gebrauch wieder an den vorgesehenen Platz zu legen. So bleibt Ihr Wohnraum aufgeräumter und unnötige Suchvorgänge werden vermieden. Ja, möge unser Zuhause organisiert und leicht zu navigieren sein. Lektion 6: Essenszubereitung. Brauchen wir noch etwas zum Essen? Ich denke, das ist es. Gehen wir in die Küche und beginnen mit den Vorbereitungen. Perfekt. Ich bin gespannt, wie alles wird. Tja, gemeinsames Kochen macht immer mehr Spaß. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, gemeinsam eine Mahlzeit zuzubereiten. Auf jeden Fall. Außerdem können wir so unsere Kochkünste miteinander teilen. Ich bringe die Zutaten mit. Womit fange ich an? Vielleicht könnten Sie das Gemüse schneiden, während ich die Soße zubereite. Auf ein leckeres Essen und lustige gemeinsame Kochmomente. Lektion 7: Transportmöglichkeiten. Der Transport innerhalb dieser Städte kann manchmal eine ziemliche Herausforderung sein. Ich stimme zu. Ein Mietwagen wäre ideal, um die Gegend freier zu erkunden. Ja, es ermöglicht uns mehr Flexibilität, verschiedene Attraktionen in unserem eigenen Tempo zu besuchen. Außerdem könnten wir unterwegs problemlos an interessanten Orten anhalten. Genau, ein Auto würde unser Gesamterlebnis deutlich verbessern. Ich finde oft, dass es den öffentlichen Verkehrsmitteln an dem Komfort fehlt, den wir für ein richtiges Abenteuer brauchen. Stimmt, es kann einschränkend sein, wenn man versucht, bestimmte Ziele zu erreichen. Lassen Sie uns die Mietoptionen prüfen und unsere Reiseroute entsprechend planen. Auf die Planung einer spannenden Reise voller Erkundungen und Entdeckungen. Lektion 8: Stilvoll und doch erschwinglich. Ich habe nach Vorhängen gesucht, die stilvoll und dennoch erschwinglich sind. Ich verstehe. Es kann eine ziemliche Herausforderung sein, das perfekte Gleichgewicht zu finden. Ich möchte, dass Sie den Raum verschönern, ohne die Bank zu sprengen. Stilvoll. Stilvolle Einrichtung muss nicht immer teuer sein. Haben Sie sie selbst installiert oder jemanden damit beauftragt? Ich habe sie selbst installiert und es war überraschend einfach. Das ist beeindruckend. Vielleicht sollte ich versuchen, dasselbe zu tun, wenn ich die richtigen finde. Tja, die Y-Projekte können lohnend sein und Ihnen Geld sparen.
So schaffen Sie einen schönen Raum, ohne zu viel auszugeben. Lektion 9. Tropisches Paradies. Waren Sie schon einmal in einem tropischen Paradies? Ja, ich war letztes Jahr auf Bali und es war absolut atemberaubend. Bali ist für seine atemberaubenden Strände und seine lebendige Kultur bekannt. Tatsächlich, die Sonnenuntergänge waren magisch und das Essen war köstlich. Ich wollte schon immer die üppigen Landschaften und das warme Wasser erleben. Das müssen Sie. Es hat etwas Erfrischendes, an einem so schönen Ort zu sein. Vielleicht könnten wir gemeinsam eine Reise planen, um ein tropisches Reiseziel zu erkunden. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Lasst uns von unserem nächsten Abenteuer träumen. Auf zukünftige Reisen voller Sonne, Sand und unvergesslicher Erinnerungen. Lektion 10. Das Gewicht eines Nannens. Dieser Name definiert uns alle. Er hat eine erhebliche Bedeutung in unserem Leben. Ver Es verpflichtet uns, den damit verbundenen Werten gerecht zu werden. Auf jeden Fall. Namen können unsere Identität und Wahrnehmung in der Gesellschaft prägen. Es ist faszinierend, wie viel Einfluss ein Name auf unsere Erfahrungen haben kann. Ich frage mich oft, wie die Leute uns allein aufgrund unserer Namen wahrnehmen. Das ist ein faszinierender Gedanke. Vielleicht sollten wir die Bedeutung hinter unseren Namen erforschen. Ja, das Verständnis der Geschichte kann uns tiefere Einblicke in uns selbst geben. Hiermit möchten wir die Macht unserer Namen und der Geschichten, die sie erzählen, nutzen. In der Tat, mögen wir weiterhin unsere Identität in allem, was wir tun, ehren. Lektion 11. Historische Lektionen. Der Fall Ford Pinto ist einer von vielen, die darauf hinweisen, dass Regierungen Sicherheitsstandards festlegen müssen. Proof. Es unterstreicht die Bedeutung von Vorschriften zum Schutz der Verbraucher. Kein Unternehmen möchte die Sicherheit zugunsten des Profits gefährden, doch die Geschichte zeigt das Gegenteil. Ja, für Unternehmen ist es entscheidend, ethische Praktiken und das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht dient uns dies als Erinnerung daran, Unternehmen zu unterstützen, die diese Werte hochhalten. Ja, unsere Entscheidungen als Verbraucher können das Verhalten von Unternehmen erheblich beeinflussen. Setzen wir uns für Transparenz und Sicherheit in allen Geschäftsbereichen ein. Hier geht es darum, fundierte Entscheidungen zu treffen, die einen sichereren Marktplatz fördern. In der Tat, gemeinsam können wir positive Veränderungen in der Branche fördern. Lektion 12. Erkundungsaktivitäten. Neue Orte zu erkunden ist immer spannend. Welche Aktivitäten schwebt Ihnen vor? Ich möchte Schnorcheln ausprobieren. Es scheint eine fantastische Möglichkeit zu sein, das Meeresleben aus der Nähe zu erleben. Das klingt wunderbar. Die Unterwasserwelt ist voller leuchtender Farben und faszinierender Lebewesen. Verf Ich wollte schon immer einmal neben Fischen und Korallenriffen schwimmen. Vielleicht könnten wir auch ein lokales Wildschutzgebiet besuchen, um mehr über die Artenvielfalt der Region zu erfahren. Das ist eine großartige Idee. Es gibt so viel zu entdecken, wenn wir unvoreingenommen bleiben. Lassen Sie uns eine Liste mit Aktivitäten erstellen, um sicherzustellen, dass wir unser Abenteuer optimal nutzen. Ich bin begeistert.
auf unsere Entdeckungsreise und die Erinnerungen, die wir schaffen werden. Auf jeden Fall. Möge unsere Reise voller Spannung und Entdeckungen sein. Lektion 13: Freiheit und Glaube. Diese Generation von Deutschen hat sich das Recht auf Freiheit verdient, einschließlich des Rechts, sich auszudrücken. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, die Kämpfe anzuerkennen, die sie für diese Freiheit durchstehen mussten. Ja, der Glaube an ihre Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden, ist ein starker Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit. Es ist bemerkenswert, wie der historische Kontext die Werte einer Gesellschaft prägt. In der Tat, jede Generation trägt zur fortlaufenden Erzählung von Freiheit und Rechten bei. Vielleicht sollten wir genauer untersuchen, wie diese Werte in der heutigen Zeit aufrechterhalten werden. Das klingt faszinierend. Das Verständnis der Geschichte kann uns in eine bessere Zukunft führen. Auf dass wir aus der Vergangenheit lernen und uns in der Gegenwart für die Freiheit einsetzen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir das Bewusstsein und die Wertschätzung für diese Rechte fördern. Lektion 14: Von anderen lernen. Es kann unglaublich hilfreich sein, andere zu beobachten und sich von ihnen leiten zu lassen. Ich hoffe, dass ich mich schnell an ihre Methoden und Ansätze anpassen kann. Das ist ein kluger Ansatz. Von erfahrenen Menschen zu lernen, kann ihr Wachstum beschleunigen. Der Ich stelle oft fest, dass kleine Tipps und Tricks einen großen Unterschied machen können. Genau. Es ist, als hätte man einen persönlichen Mentor, ohne dass eine formelle Vereinbarung erforderlich wäre. Ich werde mir Notizen zu wirksamen Praktiken machen und sie in meine Routine integrieren. Eine tolle Idee. Vielleicht könnten wir sogar über das Gelernte diskutieren. Der, der Austausch von Erkenntnissen kann unser Verständnis verbessern und die Zusammenarbeit fördern. Auf dass wir die Weisheit anderer annehmen und gemeinsam wachsen. Lektion 15: Lebensmitteleinkauf. Die Obst- und Gemüseabteilung ist voller Obst und Gemüse, was immer eine Freude ist. Ich stimme zu. Es ist inspirierend, so viele neue Möglichkeiten zu sehen. Die Verkäufer besprühen die Früchte mit Wasser, damit sie leuchtend und ansprechend aussehen. Tja, dadurch sieht alles auf jeden Fall verlockender aus, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich fühle mich oft von den leuchtenden Farben und frischen Düften angezogen. Es ist wie ein Fest für die Sinne. Ich kann nie widerstehen, ein paar zusätzliche Artikel mitzunehmen. Mir geht es genauso. Vielleicht sollten wir nach dem Einkaufen eine gemeinsame Kochsession planen. Das klingt fantastisch. Frische Produkte sorgen für köstliche Mahlzeiten. Auf leckere Gerichte und ein erfolgreiches Einkaufserlebnis. Lektion 16: Kaffeegenuss. Ich liebe die Kombination aus kräftigem Espresso und geschäumter Milch. Es ist wirklich eine himmlische Kaffeekombination, nicht wahr? In der Tat. Die Art und Weise, wie sie miteinander verschmelzen, erzeugt ein harmonisches Geschmacksprofil. Außerdem ist das Aroma einfach göttlich. Es kann jedem den Tag verschönern. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich von der perfekten Tasse Kaffee träume. Ah, die schwer fassbar perfekte Tasse. Es ist wie die Suche nach dem heiligen Gral der Getränke. Genau.
Ich bin überzeugt, dass jeder Kaffeeliebhaber seine eigene Version davon hat. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem besten Kaffee der Stadt machen. Ich nehme diese Herausforderung gerne an. Lassen Sie uns unsere Ergebnisse dokumentieren. Lektion 17. Zugang zum Pool. Fallen für die Nutzung des Pools zusätzliche Gebühren an? Nein, der Zugang zum Pool ist im Preis Ihres Aufenthalts inbegriffen, was wunderbar ist. Das ist fantastisch. Ein erfrischendes Bad nach einem langen Tag ist sehr verlockend. Besuch. Es ist die perfekte Möglichkeit, abzuschalten und zu entspannen. Außerdem ist es eine wunderbare Art, einen Nachmittag mit einem guten Buch am Pool zu verbringen. Tja, es klingt wie ein Miniurlaub innerhalb unseres Urlaubs. Dann werde ich unbedingt meinen Badeanzug einpacken. Gute Idee. Wir müssen die uns zur Verfügung stehenden Annehmlichkeiten optimal nutzen. Auf sonnige Tage und erfrischende Schwimmeinheiten. Lektion 18. Thailandreise. Hallo, mir geht es gut, danke. Ja, ich hatte eine fantastische Reise nach Thailand. Sie war wirklich unvergesslich. Das klingt wunderbar. Was waren die Höhepunkte Ihres Abenteuers? Die lebhaften Märkte waren ein Fest für die Sinne, überall voller Farben und Düfte. Ich kann es mir nur vorstellen. Haben Sie dort interessante Gerichte probiert? Oh, absolut. Das Streetfood war ein kulinarischer Genuss, insbesondere das Pad Thai. Ich habe gehört, dass man das unbedingt ausprobieren muss. Haben Sie auch Tempel erkundet? Ja, die komplizierten Designs und die Geschichte dahinter waren faszinierend. Ich würde gerne mehr über Ihre Erfahrungen hören. Sie klingen bezaubernd. Ich werde Sie bei einer Tasse Kaffee mit Geschichten unterhalten. Ich habe viele Geschichten zu erzählen. Lektion 19. Hoffnung und Dringlichkeit. Noch nie war in den Worten Zukunft der Hoffnung eine so große Dringlichkeit enthalten. In der Tat, es ist bemerkenswert, wie viele Menschen diese Worte ansprechen. Doch selbst das Wissen um die absolute Bedeutung der Hoffnung kann überwältigend sein. Das kann es sicherlich. Der Druck, solchen Erwartungen gerecht zu werden, ist enorm. Ja, es ist, als ob man die Last der Welt auf seinen Schultern trägt. Doch Hoffnung ist auch die Motivation, nach einer besseren Zukunft zu streben. Ganz richtig. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das Dringlichkeit und Ermutigung in Einklang bringt. Da vielleicht liegt unsere Stärke in diesem Gleichgewicht. Eine wunderbare Erkenntnis. Behalten wir diese Hoffnung auf unseren Reisen bei. Lektion 20. Indoor-Gartenprojekt. Der Beginn dieses Indoor-Garten-Projekts klingt wunderbar. Es wird unserem Raum so viel Leben verleihen. In der Tat, die Pflege von Pflanzen ist unglaublich befriedigend. Ich kann mir schon vorstellen, wie das leuchtende Grün unser Zuhause einladender machen wird. Da außerdem ist es eine fantastische Möglichkeit, die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern. Genau. Ich glaube, Pflanzen haben die magische Fähigkeit, einen Raum zu verwandeln. Und die Freude, ihnen beim Wachsen zuzusehen, ist unvergleichlich.
Vielleicht sollten wir verschiedene Pflanzen auswählen, um einen Mini-Dschungel zu schaffen. Das wäre wunderbar. Eine Mischung aus Blumen, Kräutern und Blattgemüse wäre perfekt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir einbeziehen möchten. Lektion 21. Ein humorvoller Moment. Tränen liefen ihm über die Wangen, als er sagte, dass ich mit der braunen Papiertüte, die an meinem Gesicht klebte, sehr komisch aussehe. Hui, das klingt wirklich amüsant. Wie kam es zu dieser misslichen Lage? Ich wollte Lebensmittel transportieren, aber sagen wir einfach, die Tasche hatte andere Pläne. Es scheint, dass Taschen manchmal einen schelmischen Geist besitzen. Tatsächlich. Ich musste auch lachen, denn es war ein beeindruckender Anblick. Ich kann es mir nur vorstellen. Konnten Sie den Moment mit der Kamera festhalten? Leider ist mir das nicht gelungen, aber ich werde mich für immer an den Vorfall erinnern. Eine Lektion gelernt, sichern Sie Ihre Einkäufe immer richtig. Ganz richtig. Ich werde nie wieder eine Papiertüte unterschätzen. Lektion 22. Das Meisterwerk der Natur. Der Fluss hat durch die jahrelange Erosion seiner felsigen Ufer seinen eigenen Grand Canyon geschaffen. Das ist ein bemerkenswertes Phänomen. Die Natur hat wirklich eine Art, die Landschaft zu formen. In der Tat, es erinnert mich daran, wie stark die Zeit unsere Umgebung beeinflussen kann. Ja, und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie lange es gedauert hat, bis ein solches Meisterwerk entstand. Stellen Sie sich die Geschichten vor, die dieser Fluss erzählen könnte, wenn er nur sprechen könnte. Oh, ich kann es mir nur vorstellen. Es hat wahrscheinlich unzählige Abenteuer und Veränderungen erlebt. Vielleicht sollten wir den Canyon besuchen und seine Schönheit aus erster Hand erkunden. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne die komplizierten Details sehen, die das Wasser geformt hat. Lassen Sie uns eine Reise planen und ein paar Fotos machen, um den Moment festzuhalten. Lektion 23. Spontane Entscheidungen. Nicht wirklich. Meistens entscheide ich spontan, was ich esse. Das kann sicherlich zu einigen interessanten kulinarischen Erlebnissen führen. In der Tat, meine Mahlzeiten werden oft zu einer köstlichen Überraschung oder manchmal zu einem komischen Desaster. Das kann ich mir vorstellen. Es muss wie eine Partie kulinarisches Roulette sein. Genau. An einem Tag lande ich vielleicht bei Gourmet Pasta und am nächsten bei einem fragwürdigen Sandwich. Zumindest bleiben Ihre kulinarischen Erlebnisse spannend. Stimmt, ich betrachte jede Mahlzeit gerne als ein Abenteuer. Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, ein Ernährungstagebuch zu führen, um diese spontanen Entscheidungen zu dokumentieren. Das ist eine faszinierende Idee. Es könnte eine Sammlung meiner gastronomischen Eskapaden werden. Lektion 24. Kochideen. Nudeln und Ricotta klingen köstlich. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Wie wäre es mit Gemüse wie Spinat oder Paprika, um etwas Farbe und Nährstoffe hinzuzufügen? Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Frisches Gemüse würde das Gericht wunderbar aufwerten. Ja, ein Spritzer Farbe macht das Essen immer appetitlicher.
und es steigert den Nährwert und macht es zu einer ausgewogenen Mahlzeit. Steinzeit. Vielleicht könnten wir auch etwas Knoblauch anbraten, um dem Ganzen eine aromatische Note zu verleihen. Jetzt sprichst du meine Sprache. Knoblauch macht alles besser. Das stimmt wirklich. Eine Prise Kräuter könnte das Geschmacksprofil zusätzlich verbessern. Dieses Gericht entwickelt sich zu einem kulinarischen Meisterwerk. Lektion 25 unter Abenteuer planen. Hi, wie geht es dir? Ich habe über unser nächstes Abenteuer nachgedacht. Mir geht es gut, danke. Ich bin gespannt auf deine Ideen für unseren nächsten Ausflug. Ich dachte, wir könnten den neuen Wanderweg erkunden, der gerade eröffnet wurde. Das klingt herrlich. Ich habe tolle Dinge über die Aussicht von oben gehört. Genau, es soll ziemlich atemberaubend sein, besonders bei Sonnenaufgang. Ich kann mir die atemberaubende Landschaft in goldenes Licht getaucht bereits vorstellen. Vergessen wir nicht, ein paar Snacks für die Reise einzupacken. Ver Mit leckeren Leckereien macht das Wandern immer mehr Spaß. Ich werde Studentenfutter und Müsli-Riegel vorbereiten, damit wir genug Energie haben. Lektion 26 lokale Küche. Gute Idee. Wir sollten auch eine Liste mit lokalen Gerichten erstellen, die wir ausprobieren möchten. Ver Das Entdecken kulinarischer Genüsse ist einer der schönsten Aspekte einer Reise. Genau. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte über die Kultur. Süß. Es ist, als würde man ein Stück Geschichte schmecken. Ich kann es kaum erwarten, neue Geschmacksrichtungen und Zutaten zu entdecken. Tja, hast du bestimmte Gerichte im Sinn? Ich habe viel über das berühmte Straßenmessen in der Gegend gehört. Tja, Streetfood hat oft den authentischsten Geschmack. Außerdem ist es normalerweise günstiger, also eine Win-Win-Situation. Lektion 27 Königliche Cousins. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie interessant es ist, dass der König, der Kaiser und der Zar allesamt Cousins waren? Süß. Das muss ihre Beziehung ziemlich entspannt haben, finden Sie nicht? Ja, die familiären Bindungen müssen ihre Politik und Entscheidungen erheblich beeinflusst haben. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf ihre Königreiche und die Menschen hatte, die dort lebten. Dies hat wahrscheinlich ein Gefühl der Einheit zwischen ihren Nationen geschaffen, aber auch potenzielle Konflikte hervorgerufen. Richtig, Familientreue kann manchmal mit nationalen Interessen kollidieren, was zu komplexen Situationen führt. Wussten Sie, dass sie sich oft gegenseitig besuchten und so ihre Bindungen stärkten? Das ist faszinierend. Stellen Sie sich die Diskussionen vor, die Sie während dieser Besuche geführt haben müssen. Sie hätten Strategien und Ideen für ihre jeweiligen Imperien austauschen können. Lektion 28, die schöne Party. Haben Sie von der Silvester-Party gehört, bei der Simpson eine Geldstrafe von $200 zahlen musste? Das habe ich. Es ist ziemlich überraschend, vor allem wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine Feier sein sollte. Genau. Ich frage mich, was zu einer so hohen Geldstrafe bei einer festlichen Zusammenkunft geführt hat. Vielleicht gab es einige unerwartete Vorfälle, die außer Kontrolle gerieten. Das ist möglich. Es lässt einen darüber nachdenken, wie schnell aus Spaß Ärger werden kann.
Ja, und es ist eine Erinnerung daran, bei gesellschaftlichen Veranstaltungen immer auf unser Verhalten zu achten. Ich schätze, Nicole wird es sich in den nächsten Jahren zweimal überlegen müssen, bevor sie wieder zu einer Party geht. Auf jeden Fall. Das ist eine Lektion, die sie gelernt hat, und ich hoffe, sie teilt sie mit ihren Freunden. Es könnte anderen helfen, ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Lektion 29. Gesunde Snacks. Sie haben Proteine, Gemüse und Vollkornprodukte erwähnt. Das klingt gut. Ich stimme zu. Aber was denkst du über Snacks? Auch Snacks sind unverzichtbar. Sie können gesund oder üppig sein, je nach unserer Wahl. Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das zu unserer Ernährung und unserem Lebensstil passt. Haben Sie gesunde Snacks gefunden, die Ihnen wirklich schmecken? Ja, ich liebe Joghurt mit Früchten und Nüssen. Er ist sowohl nahrhaft als auch lecker. Das klingt fantastisch. Ich greife oft zu Hummus mit Gemüsesticks. Tolle Wahl. Es ist voller Proteine und hält länger satt. Meinst du, wir sollten gemeinsam weitere Snack-Optionen erkunden? Lektion 30. Kreative Entscheidungen. Sie können Farben, Muster und Texturen auswählen, die Ihnen für Ihren Raum gefallen. Verf Es macht einen großen Unterschied, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Die richtigen Entscheidungen können die Atmosphäre eines Raumes komplett verändern. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Farben Sie für Ihren eigenen Raum möchten? Ich tendiere zu beruhigenden Blau- und Grüntönen, sie wirken erfrischend. Das klingt wunderbar. Ich mag warme Erdtöne am liebsten. Sie geben mir ein gemütliches Gefühl. Das Mischen von Texturen kann dem Design auch Tiefe verleihen, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Ein weicher Teppich mit einigen Holzmöbeln kann einen schönen Kontrast schaffen. Ich würde gerne sehen, wie verschiedene Kombinationen das Gesamtgefühl verändern können.